Herzlich willkommen zu dem prominenten Alkoholiker. zur ersten Folge der zweiten Staffel von Thekenschlampe. Sag ich doch. Unser heutiger Gast Böckt sich gerne. für die Platten, die er auflegt. Was? Die Pfeife? Der legt doch mit dem USB-Stick auf. Hier, sein Set. Unser heutiger Gast ist der DJ und Produzent Rüde Hagelstein. Techno, Techno. Meine Damen und Herren, es ist Dienstag 20:15 Uhr irgendwo hier in Berlin-Friedrichshain. Herzlich willkommen, Rüde Hagelstein. Komm, wir trinken erstmal. Na endlich. Cheers. Ja, am besten stellst du dich selber vor, du hast nämlich jetzt 30 Sekunden, um einfach uns zu erzählen, wie bist du zu dem geworden, was du heute bist. Das ist meine Kamera. Was du willst. Also ich bin der Rüde Hagelstein, komme aus Zeuthen bei Berlin und bin eigentlich zu dem geworden, was ich bin, dadurch, dass ich da mal weggezogen bin. Gut, dann gibt es noch eine Änderung. Und zwar gibt es während dem ganzen Interview dann einfach ein Wort, auf das wir auch noch saufen. Ja. Und das ist natürlich bei dir Techno. Warum sind wir im Stereo 33 am Boxhagener Platz? Die Tür stand offen. Oh, geil. Ich mache Statements. Du kannst gerne auch was sagen, wo man auf Ja oder Nein antworten kann. Und je nachdem, ob Ja, trinken wir Schnaps, bei Nein, dann lächeln wir uns freundlich an. Die Musik macht die Welt zu einem besseren Ort zum Leben. Also wer darauf nicht trinken kann, oder? So, ich kann schwitzen wie ein Schwein. Feiern ist auch eine Art der Selbstbefriedigung. Meine Route zu halten aber auch. Ja, Dann trink mal. weil du. Naja gut, ja. Bin ja ein Schwanzmädchen. Eigentlich geht das auf dein Angeln zurück. Du angelst so viel und gerne. Techno ist geil. Zweimal. Vielen Dank ans Team. Cheers. Als ich das erste Mal meinen eigenen Track im Radio gehört habe, dachte ich mir, Macht das aus. oder warst du mal im Club, wo was von dir läuft? Ja, der Moment war natürlich für jeden Magic, so klar. Da möchte man am liebsten zum Ja. Barpersonal gehen und sagen so, hey, hier, naja. Gut, bei Gesang, aber gerade bei DJ, glaube ich, ist ja auch Nee, auch im irgendwie... Techno-Bereich ist das Ja? auch so. Haha. Cheers. Das macht jetzt nicht so einen Unterschied, weil Techno hat sich auch verändert. Ja. Ja, Ja, aber ich meine das nicht nur musikalisch, sondern ich meine das auch szenemäßig. Also die Techno-Szene von in den 90ern war noch was. No? Aber ich schaue für mein eigenes Grab. Ja. In 15 Jahren mache ich... Ich taste mich gerade ein bisschen vor, Musik zu machen für Werbung, Film etc. Ich sehe mich dann eher in der Uckermark ein paar Tomaten anbauen. Die erste Generation der elektronischen DJs hatten maßgeblich Einfluss auf... Den Preis. Es hieß ja mal Anfang der 90er DJs, ich hätte fast das Wort gesagt. Sag Techno. Im Techno-Bereich, wir haben nämlich neuen Schnaps. Das ist nämlich der Coca-Likör. Auf was kann man in einem guten Techno-Club nicht verzichten? Ein Promi-Line-Up bei den DJs, B, die Hausdealer oder C, die gute Tür. Hausdealer. Hausdealer. So, wir hatten aber Techno, wir haben diesen unglaublich guten Coca-Leaf-Likör, den man aber mit Säure oder noch irgendwas nehmen muss. Sag doch, Hausdealer. Ich hab das mit Säure genommen jetzt. Also die gute Anlage würde ich favorisieren, aber die gute Tür ist natürlich total relevant. Wenn mich die Türsteher vor einem Club, in dem ich auflegen soll, nicht reinlassen, Dann gehe ich wieder. war das nicht, dass du neulich irgendwo vor einem Club standest und die haben so, du hast ja gar nichts dabei, du bist doch gar kein DJ. Hier ist das öfter schon vorgekommen. Das ist mein ganzes DJ-Set. Es sieht wenig aus, ne? Ja, zwischendurch haben jetzt irgendwie alle Techno-DJs liegen ja dann auch. Das ist aber, oh, Techno. Die hören aber auch hin hier, wie die starten. Die Regie ist da ganz knallhart. Als DJ hat man die meiste Angst vor A, leeren Tanzflächen, B, Overdose oder C, Putzlicht. Leere Tanzflächen. Ungewöhnlichste, was sich jemals jemand von dir gewünscht hat, war... Salsa. Das Unmoralischste, was mir jemand jemals angeboten hat, war...
Geld. Aber so sexuell gab es noch nichts. Ständig. Achso. Die Coca-Blätter wirken schon. Ich habe gehört, man soll nicht mehr als 4 davon trinken, dann wird man aggressiv und redet sehr viel. Herzlich willkommen zur Thickenschlampe. So euphorisch werde ich bei A, wenn ich auflege und alle feiern mit den Armen in der Luft. B, beim Gedanken an Betäubungsmittel. Oder C, wenn meine Freundin ihre Schenkel öffnet. Das ist eine Fangfrage. Natürlich, wenn meine Freundin ihre Ja? Schenkel öffnet. Wo wir dann bei der Freundin sind. Meine Freundin muss einiges mit mir und meinem Beruf ertragen. Oh ja. Doch im Gegenzug... Muss auch eines mit dir zu Hause ertragen. So, mit dem Boot rauszufahren und die Angel ins Wasser zu werfen, gibt mir das Gefühl von... Ich habe gerade Zeit. Also daran anknüpfend... Rüde Hagelstein, meine Damen und Herren, wird jetzt in 15 Sekunden so viel Fische angeln. Yeah. Du Sau, jawoll! Einer. Seestern, typischer Spreefisch. Der Wind ist aber wirklich extrem heute. Oh Gott, ist der gut. Der ist viel zu schwer, um geangelt zu werden. Ich bin viel zu guter Bläser. Der geht überhaupt Aber- nicht zu angeln. Hier, da kannst du Der Gig, den ich nie vergessen werde, war... Da habe ich mal für eine große Klamottenmarke im Vorprogramm von einer Band aufgelegt, war der einzige DJ und dann kam jemand an, hat mir was ins Getränk getan. Am nächsten Tag kam der Fotograf, den ich kannte, in die Redaktion, hat Fotos gemacht von der Party, hat mir ein Foto gezeigt, stand ich da, Platten in der Hand. Und ich so, das ist doch alles in Ordnung, guck genau hin, aber keine Platten auf den Plattenspielern. Was bedeutet, es war ein Moment der Stille im Club. Das hatte ich auch. Das sind Kindheitserfahrungen, meine Damen und Da war Herren. ich 14. Ja. So, mein Lieber, du hast jetzt 15 Seconds of Fame. Das heißt, du kannst sagen, was du willst. Ein politisches Statement, was dir wichtig ist. Dein neues... Ohne mit dem Armband auf das Mikrofon zu schlagen. Was meinst du denn? Ich bin Rüde Hagelstein. Mein Stuff ist super hot. Alles kaufen. Google hilft auch bei Kauflinks. 5 Sekunden nutze ich noch schnell, dass mein Projekt, was ich mit meinem besten Freund Frenzen am Starten habe, was The Cheapers heißt, ausschließlich aus Saufen besteht. Aber wir haben auch eine CD hingekriegt und die heißt Memories. Mit Kindheitsfotos von uns. Stopp! So, mein kleiner Angler. Wir kommen zum Gewinnspiel. Passend zum Angelthema gibt es hier meine neue Mix-Compilation. Meine Damen und Herren, wir wollen jetzt nochmal von unserem Gast. Du machst es manchmal so ein bisschen gefühlvoll wie so ein Schwuler. Manchmal zweifle ich an dir, manchmal zweifle ich an dir. Nicht nur du. Sie können natürlich noch diese fantastische Angel gewinnen. Heute hier bei QVC. Ja, wie schön hier Schauen vorne Sie doch, der also Blinker gemacht ist. ganz fantastisch, Ganz meine exquisit. Damen und Herren. Sie erhalten Einholen. dazu auch noch einen Seestern, einen Fisch und eine fette Kröte, die Sie nie aus dem Wasser kriegen Aber werden. wir haben leider nur noch 3.800 Stück parat. Sie können das aber heute einmalig umsonst bekommen, indem Sie uns beantworten, wie viel Schnäpse haben wir in dieser Folge getrunken. Ich möchte mich nochmal recht herzlich beim Gast bedanken. Seit Jahrzehnten und die Regie hustet und ich kann das Ganze nochmal machen. Ja, was denn? Du bläst noch ein bisschen, also innerlich meine ich. Und jetzt die Abschlussfrage. Wenn ich rückwirkend in meinem Leben, also du, in meinem Leben etwas anders machen könnte, wäre das? Das ist die Absage. Nee, wir machen es nochmal. Wäre das? Hätte ich meinen Hund von vornherein ganz anders erzogen. Komm noch einmal. Eine Sache ändern könntest. Der DJ-Name. Das denke Nee. ich auch. Doch. Aber Das denkst also du auch? Wirklich? Wie würdest du dich nennen? Rüde Hagelstein wahrscheinlich. Komm noch einmal. eine Sache in deinem Leben. Nicht Philosophie studiert. Ich weiß, was ich... Noch einmal bitte. Wir müssen es noch einmal machen. So, hörst du mich? Hallo? Wenn du eine Sache in deinem Leben anders machen könntest. Aufhören zu rauchen. An dieser Stelle, die Angel erhoben, möchte ich mich bedanken bei meinem Gast. Los, sag Schwitzeschwein, sonst... Woche wieder bei Thickenschlampe. Ich sage sehr vielen Dank, Mr. Rüde, Schwitzeschwein, Hagelstein. So, fährst du raus? Super.